Ah, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und damit herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Videos über La Palma. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr euch den unbedingt auch noch angucken. Da haben wir euch ja schon einiges von der Insel gezeigt. Ich habe euch gegen Ende aber auch versprochen, dass wir noch ein bisschen was in petto haben und das ist de facto auch der Fall. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht mehr zu viele Worte verschwenden und lieber die Videos für sich sprechen lassen. Wir selbst genießen in der Zeit noch ein bisschen die Sonne. Also, los geht's! Im letzten Teil habe ich es euch versprochen, in diesem erwartet euch mein persönliches Highlight. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein bisschen was zu unserer Unterkunft. Es gibt viele Möglichkeiten auf der Insel zu nächtigen: Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze. Aufgrund der Abgeschiedenheit und der Nähe zur Natur haben wir uns für ein Ferienhaus in Punta Gorda entschieden. Zum Ferienhaus gehören Hahn und Hühner, die hier zusammen mit einem leben. Und auch einen Hausgecko hatten wir, den man immer nachts in der Küche antreffen konnte. Genauso muss man sich den Lebensraum auch mit den schwarzen Tausendfüßlern teilen, die hier nicht selten in Massen vorkommen. Besonders angetan waren wir von dem Blick auf den Atlantik und den malerischen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Einziger Wermutstropfen ist das Wetter hier in der Region. Es ist hier oft kühler als auf dem Rest der Insel und die ersten Tage waren bei uns fast überwiegend von Regen geprägt. Jetzt aber zu meinem persönlichen Highlight, der Caldera de Taburiente. Warum dies mein Highlight ist? Von hier habe ich noch sehr gute Kindheitserinnerungen. So viel sei schon mal gesagt, ich habe mich auch wirklich in meine Kindheit zurückgesetzt gefühlt. Der Nationalpark ist ein sehr großer Krater, in dem sich das Wasser sammelt und dann in einem Flusslauf den Berg herunterfließt. Dieser Flusslauf ist auch der Weg, den wir vom Parkplatz bei der Calle Lavina aus gehen. Zu diesem Zeitpunkt hat der Flusslauf verhältnismäßig viel Wasser. Ich habe das vorhergehende Wetter und den vielen Regen erwähnt. Aber man sieht ihm an, dass er auch noch deutlich mehr Wasser fassen könnte. Hier kommt das Kind in einem raus und es macht uns richtig Spaß, sich den Weg nach oben zu suchen. Im Verhältnis zu den Bergwanderungen, die wir üblicherweise machen, ist der Blick aus der Schlucht Barranco de las Angustias heraus von unten auf die Berge mal etwas anderes und lässt einen ehrfürchtig werden. Auf jeden Fall darf man auf dieser Wanderung keine Angst vor nassen Füßen haben und sollte auch sein Schuhwerk daran anpassen. Denn auch wenn einem der Weg immer wieder mal aus der Schlucht herausführt, so geht man doch größtenteils direkt durch den Flusslauf, darf immer wieder kleine Rinnsale, aber auch mal größere durchqueren.
Nach einer Mittagspause bei herrlicher Aussicht entscheiden wir uns wieder, den Rückweg anzutreten. Denn das Vorankommen bei dem vielen Wasser ist mühsam. Wenn man den Weg weitergehen würde, dann führt dieser noch zu einem sehr schönen Wasserfall und weiter zu einem Zeltplatz, der ebenfalls sehr schön sein soll. Von hier aus teilt sich der Weg dann auf und man könnte die Caldera noch weiter erkunden. Bis zum Zeltplatz wären es knapp 8 Kilometer und 600 Höhenmeter. Die Tour ist nicht nur mein persönliches Highlight, sondern gehört definitiv auch zu den Highlights der Insel und lohnt sich auf jeden Fall. Mit etwas mehr Zeit und Ruhe kann man sie, wie gesagt, auch noch deutlich erweitern und den Nationalpark weiter erkunden. Und eine Übernachtung auf dem Zeltplatz ist sicherlich auch nicht uninteressant. Auch zum Angeln ist die Insel nicht uninteressant. Allerdings braucht man für die Kanarischen Inseln eine Genehmigungskarte und es ist nicht ganz so einfach, an diese heranzukommen. Vor allem, wenn man der spanischen Sprache nicht mächtig ist. Mit etwas Recherche haben wir herausgefunden, dass man diese bei der Kommunalverwaltung der Stadt Santa Cruz bekommt. Durch die zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Verordnungen war es allerdings notwendig, einen Termin auszumachen. Man muss seinen Personalausweis mitbringen, bekommt dann einen Zahlungsbeleg ausgestellt, mit dem man zu einer der umliegenden Banken gehen muss. Dort bezahlt man die Gebühr und zurück bei der Verwaltung bekommt man dann seine Angelkarte. Da wir diese etwas suchen mussten, verlinken wir euch den Standort einmal in der Videobeschreibung. Die Angelkarte ist nicht wirklich teuer, gilt für 3 Jahre und ist auf den gesamten Kanaren nutzbar. Meine Angelkarte hat etwas über 16 € gekostet und für Christine als Frau sogar nur ein Fünftel davon. Warum das so ist, haben wir auch nicht wirklich herausgefunden. Für den ganzen Aufwand, den wir betrieben haben, wurden wir dann auch mit sage und schreibe ganzen 0 Fischen belohnt. Was aber sicherlich an unseren Angelskills lag. Bereits die Suche nach einem geeigneten Angelplatz ist sehr aufwendig und die Angelei in der rauen See sehr anspruchsvoll. Trotzdem hat es uns Spaß gemacht, denn das Wetter war sehr schön und die Kulisse ist einfach herrlich. Wenn ihr hier angeln wollt, seid aber unbedingt vorsichtig, denn nicht selten wird ein Angler von einer sehr großen Welle überrascht und ins Meer gerissen. Die Insel befindet sich nun mal mitten im Atlantik. Auch die Torres de Punta Gorda haben wir auf der Suche nach einem Angelplatz entdeckt. Bereits die Abfahrt mit dem Auto bis zum Parkplatz war abenteuerlich und erst recht die vielen Treppen an der Steilküste bis zur Bucht selbst. Am und im Fels liegen hier viele kleine Häuschen und unten wird man von einer kleinen Bucht und einem Naturschwimmbecken erwartet.
Auf Angeln haben wir hier verzichtet. Unten war allerdings ein Einheimischer mit Tauchausrüstung und Harpune auf Fischjagd. Nun kommen wir aber wieder zu einer richtigen Wanderung durch den Lorbeer- und Fahnenwald in der Schlucht de la Galga. Es gibt hier einen gleichnamigen, kostenfreien Parkplatz direkt an der LP1 zwischen Los Galguitos und La Galga. Der Rundweg durch den Barranco wird Cuba de la Galga genannt und die Wanderung beginnt auf ca. 370 Höhenmetern. Die Vegetation hier ähnelt einem Urwald und die Wanderung hat wirklich etwas Märchenhaftes an sich. Hier sieht man mich mit einer Liane in der Hand. Fast hätte ich mich dazu verleiten lassen, einen Tarzanschwung zu versuchen. Die Wanderung gipfelt an dem Aussichtspunkt Somada Alta auf etwa 780 Höhenmetern und bei guter Sicht kann man von hier aus sogar die Insel Teneriffa sehen. Und auch wir dürfen sie erblicken.
Für den Abstieg gibt es mehrere Möglichkeiten. Auf unserem Weg lassen wir uns mal wieder von der Pflanzenvielfalt begeistern. Zurück am Parkplatz sind wir früh genug, um noch einen Abstecher zum nicht weit entfernten Meeresschwimmbecken von Charco Azul zu machen. Wie der Name Meeresschwimmbecken schon vermuten lässt, so wird dieses mit Wasser aus dem Meer gespeist und ist daher nicht sonderlich warm. Nach kurzer Eingewöhnungszeit können wir das Bad in der schönen Kulisse aber genießen. Bananenplantagen wie hier sieht man fast überall auf der Insel, denn sie sind das Hauptexport- und Wirtschaftsgut von La Palma. Und in dieser Region scheinen die Felder gar kein Ende mehr zu nehmen. Ist das nicht schön gewesen? Also ich hab's genossen. Das war Teil 2 unseres Videos zu La Palma. Ihr dachtet, das wäre schon alles gewesen? Falsch gedacht. Eine Ladung Eindrücke haben wir noch für euch gesammelt und die seht ihr in Teil 3 unseres Videos. Also schaltet unbedingt nochmal ein. Ich vertrete mir so lange etwas die Beine auf diesem schönen großen Grundstück.